Schönen guten Abend, liebe Freunde. Jetzt kommt der Mathe hier bij de nieuwe RSC. De Voce Kenia, zo bekend verja van dit programma. En ik freue mich, dat jullie de tijd nemen, dat jullie wel door zijn. Vandaag heb ik een gast eingeladen, we willen een schöne tijd hebben. Wanneer je willen dat hier gewisse thema's behandeld worden oder mensen eingeladen worden, laat ons dat weten. Einfach nummer RSC aanroepen. En dan red je met Sander Wins. En die wordt je dan zeggen wanneer je dran bent, oder wanneer we hem aanladen kunnen. Dat is einfach een tijd waar we willen even dat spazieren wat we met elkaar erleben. En vandaag heb ik Arthur Barn eingeladen. Arthur, welkom hier. Dankeschön. Dankeschön dat je de tijd genomen hast. Arthur, kannst du dich selbst ein bisschen vorstellen, deine Familie, wie politische Menschen sind immer neugierig und wollen das weiter? Naja, viele von den hier waren mir als Sportler wahrscheinlich. Von den früheren Tiden. Ich sehe auch eine gute Zeit bezahltartig tätig. Das sind inzwischen al 12 Jahre. 12 Jahre. Und vielleicht kennen wir Indianer mehr als unsere deutsch redende Menschen. Aha. Aber ja. Das wird ja auch einen Grund haben, ja? Naja, wahrscheinlich, ja. Willst du da sehr viel kommen? Willst du sehr viel Raum fahren? Und deine Frau? Die ist die Tochter von Missionar Gerd Giesbrecht. Okay. Die früher bei der Lengwan Jalvesanga missioniert hat. Ja. Und wir haben 4 Kinder. 4 Kinder? Ja, 3 Jungs und ein Mädchen. 3 davon sind befreit. Einer die studiert in Asunción, so ans naast das Ladesthuis. Nou, dat wordt best wel vol, dus. We maken nu een korte pauze en dan willen we een beetje even spazieren wat je erleefd hebt. Goed zijn we wat door. Ja, hier maken we wieder met dem Terrell Mathe bij RSC. Arthur, ik zie van sehr nieuwsgierig. Vertel me mal ein bisschen von deinem Leben. Was schaffst du mal so? Ich würde mal so sagen, Jugendjahre. Und mit was musst du leben? Bist du ein Bauer oder was denkst du? Na, ganz als Jugendlicher habe ich sehr viel Ball gespielt. Aha. Football und Netball. Beides? Ja, beides einmal. Und dann habe ich eine Jugendarbeit mitgemacht, am Jugendkomitee, beim Planen. Habe sehr viel gesungen. Ich bin 20 Jahre am Gemeindegebäude gewesen. Also dort wo wir uns dann noch nicht verstanden, seid nicht singen können. Wir singen Stieren. Ich habe auch viel Solo gesungen, also das kommt dann nicht drauf an. Okay, also dann hast du deine eine. Nee, aber das ist ein besonderer gut. Aber ich habe sehr viel Chaste gesungen. Ja. Und dann wieder, als ich dann... Und wirtschaftlich? Was denkst du? Also von singen kannst du nicht leben? Das war noch mal, als ich zur Schule ging. Ja. Ah, okay. Mit 18 Jahren, dann bekehrte ich mich. Mit 18 Jahren? Und ich habe mich mit 32 befreit. Weißt du, da habe ich lange Jugendjahre gehabt. Okay. Lang Jugendlicher gewesen. Ja. Aber dann befriedigt mich und wir haben dann, ich habe mit meinem Bruder eine Luft gehabt und dann nachher nochmal eine selbst für mich, was wir dann... Ging die jetzt Schachgeld, oder? Na, das... Oder dein Bruder? Ich will immer so, ich will mal an der Kooperative arbeiten. Ja. Und ich habe vorher, ich mich befreit, 6,5 Jahre an der Kooperative geschafft. Ah. Und vielleicht habe ich dort motiviert, Geschäfte nachher haben. Ja. Aber mein Bruder will auch ein bisschen daran schuld. Ja. Der will auch geschafft haben und dann wird taub, weil es einer allein das nicht schafft.
wegen de financiën en zo, Ja. maar wat heb je op het. En dan nog ja, we nog maar 2 jaar befried en dan entschloot we ons, we willen nicht bloß Geld klappen, we willen ook nog wat am Reisgottesdienst maken, missionsarbeit doen op irgendeine Art und Weise en dan entschloot we ons, we willen Wo kom je op zo'n idee? Nou, meine Frau kom je uit dem Missionsnest, ja. Ah, okay. Also, Also du hast eine gute Unterstattung? ja, meine Frau heeft mij door een allemaal ingesteld en missionsarbeit doen. Aha. En ook aan de missionsarbeit zelf heeft zij mij allemaal vol ingesteld daarbij. Op twee dat niet helemaal leicht is dat Ganze te organiseren, überhaupt van die 10 jaar in de school zijn en ihre Programme hebben, dan bij een paar Wochen niet door, want die Football en Apple speelden oder ook andere Programme hadden. Dat zijn het. En dat organiseren, dat was goed zo einfach. Dat leuk. Wils we ook meest krijgen daar uitvoeren. Ja. Bin besuchst. En du, den Übergang vom Geschäftsmann naar Missionar. Ich meine, wir haben viele Menschen, die Tötchen, die geschäftlich gut sind. Ja, das liegt ja uns, viele von unseren Plattdeutschen. Wo machst du den Übergang? Also du hast hier einen Almacen, eine Laufje, wo man das sagt, einen Stur. Ja. Und wo machst du wieder? Der lieve Gott heeft ook zo zijn weg hoe hij dat schafft met einem, ja. Ja. Als wir uns anmelden, da bij Alessandra te arbeiten, dan dachten we aan internaat met jongens en meisjes. Ja. En de Missionsschool. En daar weer dan overal weer. Mhm. En dan zeiden ze me, we hebben een andere zweig. Ja. En wils ik loftje gehad had, leefden ze dat ik dat ook kon. Ja, bij de Deposito Centraal. Dat weet je vielleicht niet alle wat dat is, maar dat is die steht van waaruit alle provistas en mercaderias naar de Indianersiedlungen gebracht worden. Ah, so. Das sind ja alles Hanger. Dat is een hele zanger. Ah, so, also dort wie eigentlich den Anfang so richtig an der Mission. Dat ding vangt door in Jalvesanga dan ook fresh aan. Dat we eenmaal gewezen en we dan zo halfwegs te einde gewonnen. Ja. En dan vangen we dat fresh aan. En we versproken dan 1 jaar te blijven, want dat dan niet deed, dan kunnen we dat ook einfach bloß afsluiten en wie we de 3 gewonnen. Dat wordt dan op 10 jaar. Wir machen eine kurze Pause machen. Das wird sehr interessant, was Arthur mit Gott erlebt hat, mit seiner Familie, mit anderen Menschen, denen er gedacht hat, Futsal und so. Jo, Temteren Mathe bij RSC, vandaag met Arthur Barn. En hij heeft een mission aangevangen bij een deposito in Jalvesanga, Asim. Ja. En heeft ons verpozen met darüber verteld, hij wilde een steltje zijn, dat hij zei dat waren 10 jaar. Ja. En hoe ging dat dan wieder? Also, ich meine, diese 10 Jahre sind ja nicht gut so verbunden. Ja, na die 10 jaar, dan kom ik weer terug in Philadelphia en had dan nogmaals een loftje. Aha. Ja, en dan Nochmal das Petrus, tritt Fasche. Als die loftje dan niet meer deed, Ja. dan vroeg ik me, wat is nu? Wat wil ik wieder? Ja. En om wat zinvolle te doen, kreeg ik aangebod, 3 verschillende aangebod, en een van die was Esperanza Chaqueña. Aha. En daar heb ik dan 1,5 jaar gearbeitet. En van Esperanza Chaqueña, als de Rubro dort einging, dat het niet meer geld werd om betalen, gehalt te holen en zo wieder. Ja. Dan voor mij was dat de vraag, wat doe ik dan nu? En om was dat wat zinvolle te doen. De Esperanza Chaqueña is eenmaal ontstaan door de noodvraag van de missionaren bij Zepedartig. Aha. En dan zei ik me zo, dan kun je de verbinding naar Zepedartig aanzetten van Esperanza Chaqueña. Dan vroeg ik daar nog, of dat wordt een steed voor mij zijn. En dan zeiden ze, zei de directeur, ja, ik wil maar zijn of we de posten bezaten kunnen, dat we zijn met de missionaren metvoeren.
En zijn de mensen radio zeppelin-artig daar buiten, wie het rondom hier, of dan dat je veld, wat dan niet je veld en zo verder. En dan zie ik met Hans Boyen en Hans Dik met Ja. je voor, Ja. ja, wie het rond Het is eenmaal met Hans Boy met je voor. Ah, ja. Eén dat tweemaal. Ja. Ja, ja. Weer het dan weens wat een fluss, dan is het dan zo. Nee, kans. Dat heet wie voor eenmaal dan Pedro Pepeña gaan. Also ja. wat Pedro Pepeña dan zijn rond, ja, dan weer solitario meer Pilco steden. Maggio. Ja, ja, Pilco Maggio. Dat andere mal voor dan Paraguay fluss gaan we komen niet wat Paragro daar en zo. Ah, ja. 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 Maar dat is je ganz also da moet je die ook te ver entscheiden door een zo een picala leggen en zo weer. Ja. Met je champ, ja. Ja, die met een thermos tussen. Ja. Ja, dat was een ganz ander leven. Het is een ganz ander leven. Ik stel me zo voor, ich habe irgendwie in meinem Hinterkopf noch eine Frage. Also in Stuhl haben, Geld verdienen in een Gehalt, wenn wir nu vom Finanziellen hier zijn, ja? Ja. Die Möglichkeiten mit dem Stuhl sind doch immer, dass du mehr aus dem Gehalt verdienst. Wo hast du die Entscheidung gehabt, ein Leben mit von Gehalt und dass du das ist ein bisschen Aufschlag nehmen von dem, dass du wirst finanziell fair kommen. Ik zei dat zo, dat lieve God dat alles zo je viert heeft, dat ik nu doorzie hoe ik zie. Aha. Waarom? Bij de eerste loftje verdient wie een jaar moeten. Also een goudetje holt, wat ik zei. Ja. Dat we ons dan voor missionsarbeid entsluiten, we daar weer krijgen. Dat we niet bloos geld aanhupen willen. Ja. En daarin zeggen we niet den zin van leven. Dat zei ik van ons. Ja. De tweede maal, als we de loftje touw maken, dat we willen niet meer functioneren. Ja, dat zit eerst. Ja. Dat ging bankrot. je hebt je schafft de gewone bankrot. En dan evalueer ik wat doe ik dan. Ja. En de lieve God moet daar op om hier aan te komen waar ik nu zie. En dat is voor mij wat zinvoller. En du bist dort tevreden, kann man Ja. sagen. Du siehst nicht drin in dem anderen. Ich habe in meinem Leben niemals so viel Bibel gelesen als in dieser Zeit wie zeitbedartig, was ich da gewesen bin beim Besuchsdienst. Ja. Weil wir mussten uns auch manchmal verteidigen, ja. Ja. En Ja. die mussten ook wat brengen, ja. Ja, es ist ja auch schwer, was wiedergeben, was einer nicht hat. Ja, klar. Also, ich möchte auch für ein Prediger die Ja, Bibel denk ich lesen. nicht. Ja. Ja. In serio, ja? Ja, Of het ja. in de karte dan een lange predigt is, dan ben je nog wat verder. Ja, en die prediger staan in DARPA, die proeven die dan manchmal ook nog uit of du nog wat weet. Ja. Ja. Ich mag eine Karte pausen und dann reden wir hier wieder mit Arthur Warren. Sehr interessante Gespräche haben wir. Futsal Salvador. Iemand wieder met Tom Taranmate bij de Focha Kenya met Arthur Born. Ik geloof, we hebben nog niemals verder op de rij gedronken. Dat is een grote gelegenheid. kom ik niet Ik denken. kon, ik kan je die van zijn, zo van zingen, wat je allemaal verder gedaan hebt. Maar zeer interessant dat we ons over het thema onderhouden kunnen, Arthur. Ik wil nog even een beetje terugriepen. Also, du zit eerst in Diana Chande, die geldt. Hast du eens Erfahrungen, die sind satt geblieben mit Indianer, die für die wichtig wären im Leben? Als du von der Zeit, als du vielleicht schaffen jetzt in dem Lager, mit dem Waterlager oder so? Eine Begebenheit ist von lang terug beim Voetbalspielen. Aha, ja, Da stelde einer mir Beintje. ja, En die speelde dan een spel te een en dan hij kwam dan naar mij en vraagt, du, waarom stelden ze mij niet op Beintje? Nee, ik zei, ik iets rust. Ik probeer dat niet. aha, Ja, dat we een ervaring en ook Ja. van mij uit, ik moest dat eigenlijk ook willen en zeggen, ja. ja. Dat we een zeugnis van. Ja, und du hast den Mut, das bezahlen. Ja. Ja, En wat we nu allemaal hadden ervaren is dat we eigenlijk nog niet terug gewesen waren wanneer we aankomen.
Nu wil je voor de Wo wir zet verdadig ramvoeren en programmen maken en met den bezetje en ook daar is je dan ook nog consejeria daarbij. En wat voor een situatie traf je dan aan? Ik meine, dat de mensen liever borsten hebben en niet een tredje Also, betreut. Die Siedlungen, wat wir besitzen, das sind alles Söhne, wat nicht mit Lichten Indianern verbunden sind, Ja. und nicht Assim, Ja, mit einer Organisation, will man sagen, in dem Sinn, dass sie betreut wurden. ja. Und dabei sind sie Also auch eigentlich immer, Pionierevangelisation. naja, das ist zum Teil so. Ja. Weil Ist das noch nicht eine Gemeinde, aber Nee, der das ist Städte. keiner, was da pünktlich antwortet. Ja. Und die sind natürlich immer dankbar, wenn wir kommen und ein Programm machen und noch mit einem Film dazu, ja, ein biblischer Film, wo es von der Bereicherung ist, von der Bibel her, Ja. dass sie ein bisschen mehr channelieren von der Bibel. Het heeft een zeer goede filmen, ja. Und wir haben eigentlich noch nicht erfahren, dass die uns sagen, nee, wir wollen nicht, oder wir brauchen nicht, oder kommt ein anderes Mal, wir sind da immer willkommen. Ja. Dat is een interessant in positieve Paraguay. ervaring. Ja. En hier im Chaco, wo sind das meeste Paraguayer oder half Argentinier und Paraguayer, wo von dem, was die besitzen? Wir besitzen hauptsächlich Indianergemeindes. Ah, Indianer Ja, sind ja, Indianergemeindes. Die weit auf, Ja. zum Beispiel die Siete hier oder Salazar-Gegend, Ja, ja, ist ja. Trivo, Ja. en dort bij Nueva Asunción, en die eens en Faya Darpa, Guarani Andevas, en Laguna Negra. Aha. En dan voeren we ook mal in die siedlingen, wo Assim en Lichtendianen is, om nou te vragen, wo ze het bedarfig hartje en waar dat gefällt en zo wieder, ja. En wat vragen de Indianer, also wat zijn ihre vragen, wanneer ze mal komen met Ruta, met ihre situationen? Du zit eerst, of ook manchmal Seelsorge, als dat de families ook zoveel Zweigungen, zoals we het vandaag nach eine Welt haben, eine große Welt, sagt ihr mal, oder wo hockt es da? Ein großes Thema ist Pardon, also Vergebung. Vergebung, aha. Dat jeft het in ihrer Sprache nämlich nicht. Aha. Zij hebben een ganz ander denkje als wir. Ja, ja, ja. En dat is ook immer een herausforderung voor ons. Dat kliksen. Ja. En daarom te denken, wo denken zij in vergelijk tot wie? En wo kan man anderen beroden op dem Thema aan, ja? Man sagt sich, ja, nee, jenen sie die sind toll geworden, ob es nur eine Familie ist oder mit irgendwie anderen, wenn man sagt, zwei vorhaben. Ja. Wo kennen sie das leiden? In ihrer Ort, wenn sie nicht vergeben kennen? Dat is correct, want dat is een schamgefühl wat ze hebben, niet een schuldgefühl. Aha. Ze hebben een scham darüber, Ja. dat de andere aangevallen is dat hij een rebus geklaut heeft. Hij schämt sich ja? dafür. Ja, schämt sich darüber. Ja. Dan gaat hij im anderen Dorp, blijft een längere tijd. Wie sie sich schämt. En dan komt er eenmaal wat dicht om Dorp nana en verziet of er al een beziehung te maken heeft. En wanneer niet, dan gaat er nogmaals wat terug. En blijft nogmaals langer door. En dan ergens van komt er wat terug en langzaam in de communiteit nennen, im Dorp nennen. En blijft dan wat door. Maar die zaak is niemand geregeld. Ja. Zo functioneert dat Ja. systeem. Es ist ein bisschen schwierig, dann die Beziehung zu Gott abzubauen, ja? Nou ja, ook dat te erklären dat het vergebung geeft. Ja. Ja. Erklär nu mal, wat is vergebung überhaupt? Ja. En dat für sich, wie dan zei, anhand van de Bibel te zeggen, wat dat is, aber of dat wirklich verstanden wordt, weten we nog niet zo recht. Aber wir hoffen mal, dat ze dat verstanden. En ik glaube, dat wordt ook immer klarer, doordat ook mensen zur Bibelschule gaan, beim Instituto Biblico Indígena in Yalvasanga. Doordat komt meer weiter nein an de siedlungen. Aber dat weiter is, ich sage immer, was wir te Sinderschule weiter ist eigentlich all mehr als das, was an de siedlungen ist. Ja? Da fehlt noch sehr viel. Aber man sagt, den Reichtum, den wir haben, dass wir von der Sünderschule, auch sogar in unserem Kollege hatten wir eine Religion oder so, man lernt eigentlich eine Grundlage von der Bibel, von der biblischen Geschichte her, von der Kirchengeschichte und so weiter, ja.
dort ist ja bei denen nicht durch, ne? Nee. Die haben, Also, der Spruch muss eigentlich sehr einfach auch sein, ja? die haben nicht Sonntagsschule, die haben auch nicht Jugendprogramme, das versteht die ja, da haben Ja. die. Aber das sind minimal. Ja. Und was hat in ihre Jugend tun? Naja, die zit thuis en wacht wat pa dat geld in huis brengt om een cellularchip. Ja. Ja. Also, da zaten 18-jarige, 20-jarige jongens thuis. En dan niks. Die sind da einfach ein. Ich habe das so gesehen, wir hatten vor Jahren eine Evangelisation auf einer Siedlung und irgendwie muss mir das sagen, die jungen Menschen sind. Was waren die dann noch ein paar Mal gestorben? Das heeft dan de Und die andere. nicht mehr waren Geld bringen. Ja. Waren die stehlen, waren die aggressiv, waren... Naja, die maken dem Futterprobleme. Want hij, zum Beispiel, bij dat ene Situation in Estrivo, 4 jaar, Ja. da wäre 5 Zeit, was sich das Leben nochmal. Ja. Jugendliche. 5 Jugendliche. 5 Jugendliche. Das ist sehr viel. Meest alle uit demzelfde dorp. Dat had met alcohol, alcoholische Getränke te doen, met drogen ook. Maar die namen zich einfach das Leben, wie würde zij klinisch zitten. Also die ältere jenen nicht op ihre Wünsche an. Namen sich einfach das En Leben. dat weer een motief zich dat leven te nemen. Du, wacht, mit Stalchen fern einen Indianersiedlung, in einem Jahr nehmen sich 5 junge Menschen das Leben. Ja. Das bringt uns zum Nachdenken. Ich mache nu eine kurze Pause und dann reden wir wieder mit Arthur Warren darüber. Jo, tam taran mate. Bij RSS. Vandaag met Arthur Warren. Du verre pas wat je zit, dat schockiert mich. 5 Menschen nehmen sich das Leben in einer Indianersiedlung. In China weet je nou waarom ze verständigt ihr da was? Naja, China weet, aber sie lassen das schwierig eine Büte rüt, was eigentlich der Grund ist. Aber das ist fucking Kleinigkeit, was wir würde sagen, Kleinigkeit, wenn sie nicht das kriegen, was sie von den Eltern verlangen. Die Futter muss natürlich das Geld verdienen und das Geld wollen sie dann für sich brauchen. Und wenn das nicht geht, dann ist das ein Grund, sich das Leben zu nehmen. Irgendwie sind die jungen Menschen nicht bloß, dass sie nicht arbeiten, sondern auch sehr schön worden depressiv. Ja? Was wenn sie nicht Ideen haben, wo sie praktisch keine Vorwärts kommen. Naja, korrekt. Also wenn sie nicht Geld verdienen und die Futter dann auch noch nicht Geld geben, dann ist es für einen kompliziert. Ja. Also wir haben einen Fall von unserem Mitarbeiter, das wir auch bei einer Indianersiedlung hier im Chaco. Und da seht da wir einen Besitzer. So, einer von unseren Predigers, der sich damit utschande vor den Hand, wurde nun mal für den Besitzenden beten. Ja. Der will so reizt so ungefähr für alle beide Gäste, die da nu können sich abducken, zum Beten und sagen, Herr Jesus macht das ein Mensch für ihr. Ja. Dann kommt er dann an und dann hat der Lichter, der bewegt sich, die Familie sind alle ganz abgerecht, ja. Dat de mens wat ganz schlammerhaft. Dan sagt er, du, was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich nicht Zeit lassen lässt. Das ist dein Problem. Ja, das ist mein Problem. Das lacht uns, ja. Lachen uns. Aber dem wird das ein Problem. Das wird ernst. Der lacht am Bad, der stundet nicht mehr ab. Ja. Dann steh ab, mach die Reihe, wie vier die in der Route, du fährst nach dem Sonn, machst Zeit lassen. Die nahm noch ein paar Freunde mit. Ja. Und die fuhren Zeit machen. Ganz lebendig. Und da wäre alle der Mönche was. Also, entschuldige, ich sage das so grob, aber so sieht es aus. Ich dachte, du würdest sagen, da wäre ein Schaman im Spiel. Nicht mal das. Das ist auch noch Nicht ein mal Thema. das. Ich meine, das ist doch ein anderes Thema, Ja. was fucking ist. Ja. Wenn das im Fall nicht mal das. Ja. Ja, wo können wir die Menschen halten? Was ist für die halten? Naja, die Mentalität, die wir in Kopf nehmen, das ist eine andere als unsere. Ja. Ja, das ist klar. Dat arbeiten, ich sage zu denen immer in der Bibel steht, 6 Tage arbeiten, nicht 2 oder 3. Ja, Und auch, ich würde meine alle arbeiten, ja, nicht bloß einer für 3 Familien. ja, das ist dann schwer. Und wenn man
was man das Evangelium erstmal kapiert hat, was gemeint ist, und dort auch nach Daunen, was da geschrieben steht, dort ist ja die eigentliche Sache. Ja, Für uns auch, ja, nicht bloß für die Indianer. ja. Und wenn man das nicht komplett, dann hapert das irgendwo. Also, ich glaube, wir haben vorhin dit je veel als Plottisch redende. Wann wir wat halbe tjene, dat is financieel. Wat sagst du, dat du vorhin uitvoeren bist? Is financieel dat einzige wat wir halbe tjene, oder worden andere Sachen ook eine help zijn? Meint wir nur den mal vor, mit den mal top zetten, halben Tag, ich weiß nicht. Wat was die Leute, viele von unseren Tautigers, wat wurde einfach mal irgendwer da nicht hin, ohne nur was Geld zu organisieren. Wenn ich an die Zone denke bei Salazar, Ja. da sind irgendwo bei 20 Siedlungen. 20 Siedlungen? 21 Siedlungen sind da, ja. Und wenn uit onze Gemeinde mal wird ein Ehepaar noch eine Siedlung einmal im Monat fahren, Aha. dann würde sie allemaal die Situation handelieren Ja. und sie würde auch viel organisieren können, ohne viel Geld zu verplempern. Aha. Der Rest wird natürlich Ja. Gasten sein, aber sie würde auch wen organisieren können, der mal daheim fährt und für eine Woche da bleibt und den Bibelstudium macht. Oder sie würde die Menschen Mut machen zum Taufest machen oder auch zum Jazz machen, was ein großes Thema ist. Die meisten sind nicht befreit, haben aber eine Familie. Ja. So, das sind Sachen, da würde diese Ehepaare sehr viel bewirken. Ja, wir haben hier im Chaco, weil vom Chaco reden ein paar hundert IBA und Studenten. Mhm. Ja. Die, nicht alle sind eine Gemeinde op het niet gewonnen. Viele sind dann trägen ihren Beruf, wat immer, das ist ja gut. Ja. Aber ich meine, wir haben viele Menschen, die vorbereitet sind, Ja. auch biblisch Unterricht zu geben, ja. Aber allemaal de Besuch. Also wenn man Allemaal de Besuch. bloß der Besuch meinst du, Ja. das ist nur Ja, dat bewijst Freundschaft. Ja. En Freundschaft bedient in sehr viel. Ah, Ja, dat stellen die eigentlich bovenaan. Aha. Ja, Well, dat is meer als een Unterricht für die. Ja, dat braucht geen geld toe. Ja. Aber Tijd. Ja. Tijd. Tijd. Ah. En onze tijd is sehr uitgeboekt, ja. Naja, wir haben ja nicht Tijd, ne? Nee, ich meine, zweimal im Jahr zum Familienfest, im Oster und Weihnachten. Ja, und wenn man sich so übernehmen wird, das ist eine Herausforderung. Du bleibst mal einen Sonntag von der anderen thuis weg. Ja. Oder auch noch besser, wir sind 2 Sonntags. Aber ich sehe mich sagen, die Menschen, die das tun wollen, von nu an, Ja. weil wir den Mut machen, das auch, Ja. die kriegen mehr sehen mit davon, als wenn sie hier auf der Bank sitzen und bloß eine Stunde Predigt hören. Ja. Ja, nicht weil es das schlecht ist, Nee. sondern weil es ja Nee. auch ein Gottesdienst ist. Ja, klar. Die Bibel sagt ja, En ze dem worden armen zelfs- Bezeetje en Ja. dem Deine, Ja. dat is de ware Gottesdienst. Und sie waren selbst aktiv. Ja. Ja. Das ist ja auch die Sache, wo wir, Also wir brauchen dort nicht eine Organisation, nicht einen großen Auftrag. no. Vielleicht kennen wir dort, wenn wir da mal gewesen sind, uns dort eine Last wird, ein paar Freunde sagen, du besser fahren. Sehr gut wird sein, wenn das eine Gemeinde arbeitet wird. In der Zukunft. Naja, aber auch wenn sie von der Gemeinde ausgeschickt wurden, das wird sehr gut Ja, sein. vorhin ist aber noch nicht die Vision da. Man hat erst Ja. wer da gewesen sein und 3 kommen vertalen. Ja. So Ja. so steht es da. Sie- Dat dan de gemeente rolt, oder weer een missionscomité, wie immer Ja. sich taub sagt, ja. Ja. So, das moet eigentlich ein bisschen Wohlhalt sehr schrätzen. Ja, Einfach dat mal is. haben vor ein Ja, Tschitchen. das ist gut. Aber für Schulden kann man sich doch nicht damit. Naja, Nicht für Ich- Gott, nicht für die Gemeinde, auch nicht für die anderen. Ich würde schrecklich hier sein, wenn die ganze Missionsarbeit hier im Chaco ein bisschen besser organisiert wird. Aha. Ja, also wir fahren manchmal nach einer Stadt und machen dann ein Programm. Das ist auch ein bisschen anders, als wenn jemand nach einer Stadt pünktlich anfährt. Ja, ja. Aber wir wissen nicht mal, wer da alle kommt. Mhm. Ja? Und das ist schön. Wenn da all pünktlich wer kommt, warum wird wir noch da anfahren? Ja. Dann fahre ich lieber in eine andere Stadt, wo der Besuch rar ist, wo wenig kommt. Ja.
Also op einzige Steden wordt doppelt gearbeitet Ja. en op andere Bloß- Steden nicht. Bloß weil es nicht organisiert ist. Endlich fehlt Information, Ja. dat man Ook. informiert Ja. ist. Aber Ja. auch organisieren. Ja. Organiseren, Ja. Aber wer informieren. wordt het? Ja. Dat is de grote vraag. Dan wordt het een kleine centrale wat je bent, ja. Ja. Nicht am te controleren, weil dat is je wat ans leichter is, als Nee. teacher, dat we voedselen controleren. Nee, nee, dat is ja niet Sondern zo. mehr, dat man weet, dort und dort nach China gaan, Ja. dan voor ik moet dat. Ja, krijgt zo. Ist das von Salazar? Also ich habe keine Ahnung davon, dass da so viele Siedlungen sind. Ich glaube, viele Menschen haben keine Ahnung, wie viele Ja. Siedlungen es gibt. Wann steht denn auch die Namen? Ja, da ist Trivo, da sind 10 Siedlungen. Ja. Bestrieben. Das ist Trivo, hier Ja. 100 Kilometer auf, Reichsnana. Ja. Da dicht bei Pastel Chaco in Lolita. Aha. Ja, da sind 10 Siedlungen. 10 Siedlungen. Da wird man viel Mocketchen. Ja. En gibt es dann diese Siedlungen Schule? Ja. Ja, Schule, ein Kirche, Aha. aber die sehen sehr verschieden aus und funktionieren auch sehr verschieden. Ja. Ab Städte das das gut, aber ab Städte auch meist gar nicht. Ja. Ich wollte echt nicht verstehen, warum den Deoner nicht geliebt haben zu geben. Hm. Wenn wir Evangelisation, wir waren mal auf den Tummel eingeladen, eine Evangelisation, ja. Aber jetzt einmal, in Indianerprediger soll eine Evangelisation vorbereiten, mit in 3-4 Monaten. Aber die 3-4 Monate, man hat irgendwo Tün machen, vielleicht 100 Kilometer auf, weil es in Indianerprediger haft kein Gehalt an die Gemeinde. Nein. Weil es die Gemeinde jaft nicht für ein Gehalt, das ist einfach nicht in. Nicht, weil sie nicht haben. Es sind viele, die arbeiten, die würden Geld tjänen. So, endlich ist die Prediger kein Gemeindeleiter. Weil sie nicht keinem gehen kann, wenn der Not ist. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir mal weiter darüber. Ja, dem Terrain Mathe. Ich habe auch so einen scheinen Terrain, wie hier, so eine scheine Run. Ich glaube, manch einer von denen wird hier mit Arthur setzen. Er sagt, er spielt noch Volleyball, ich weiß nicht, wo er tuschen will, dann haben ein bisschen Messtrührt, er dann auf dem Bänkchen abgekrüppelt. Ein Messer also. Ich kann nicht mehr Volleyball spielen, ich habe früher auch gerne gespielt, ich will nicht ein rechter Spieler, aber ich spiele gerne. Ja? Willst man erst ein Buch hat, das eigentlich dann machst du wieder auf dem Nacken. Es ist schwer teuer. Bueno, ein bisschen Spaß macht keine Terrain sein. In Wirklichkeit haben wir ein sehr ernstes Thema. Unsere Brüder, unsere Geschwister, unsere Mitmenschen hier in Indiana. Also das ist einfach noch hier macht es vielleicht über 100 Siedlungen im ganzen Chaco, hier Indianer-Siedlungen. Ich habe letztes Mal so schwimmen, 134 Typ. 134? Ja. Wusstest du das im Chaco? Aber das sind noch nicht alle. Dort 100, mehr als 134 Indianer-Siedlungen gibt. Wie viele von diesen Siedlungen haben eine geistliche Betreuung? Also, eine Church-Handbücher ist noch nicht eine geistliche Betreuung. Nein. Das ist eine Möglichkeit, sich zu versammeln. Ja. Aber wenn kein Prediger da ist, wenn keiner da ist, der ihnen Rechte hat, wenn keiner an helfen hat, ihre Probleme zu lösen, Ja. das heißt, die meisten sind gar nicht befreit, das meint, dass viel geistliche Not ist. Ja. Wir kommen aus Zeppedartig sehr weit ran. Ja. Weil wir vorher haben speziell noch extra ein paar lange Reisen gemacht. Dort in Bolivien haben wir auch noch bolivianische Grenze. Ich bin eigentlich bei allen Puertos gewesen, Pinasco, Casado, Guarani, in Alto Paraguay, Bad Bahia Negra. Und die Situationen sind natürlich verschieden. Aber im Durchschnitt ist das geistliche Leben sehr leer geblieben. Und da habe ich das Interview hier auch und weil unsere Brüder und unsere Gemeinde begeistern, da wird mit zu machen, damit das besser wird. Ja, also es gibt eben Organisationen, die all da sind, sie bereit mal mitzuschaffen.
Du hast die lichten Indianer, du hast Asim, du hast MEM. MEM Van Menno. van Menno, dan is Transchaco-Mission, Jo. die macht ook wat onder Indianer. En dan zijn privaatmensen, wat zich ook wel Freundeskreise, aanspannen, ja. Also nicht, dass nichts getan wird, aber das Feld ist so groß. Ja. Wenn das über 130 Siedlungen sind, Okay. und in jeder Siedlung sind ein paar hundert Probleme. Ja. Ja? Ja. Probleme von Familien, Probleme von Luster, Probleme von Anweitenheit. Ja. So, Gott hat uns ein großes Feld hier im Chaco gegeben. Das ist einmal eine Sache. Was fällt dir an, was wie praktisch da nicht? Wie van het bedacht habe ich Consejeria angespannt. Seelsorge, ja? Seelsorge. En vandaag de dag is dat eigenlijk zeer leicht je doen aan te roepen. Also die mensen die zo weit auf als die ook wonen, daar bij Neuwe-Ascension 300 kilometer af van hier. Daar hebben die cellular, daar hebben die signaal en alles. Ja. Die kunnen hier aanroepen. Die kunnen dat bij Consejeria aanvragen nog help. Dat is een mogelijkheid. Maar dat persoonlijke, dat is toch nog ganz wat anders. Ja? Das glaube ich nicht. En we hebben dan ook aangeboden, wanneer je problemen hebben en je aan zijn bezoek willen, dan voor we ook direct gaan. Ook nog een pareja zum Beispiel, nog een ehepaar, die aan zich problemen hebben, dan een familieprobleem hebben, daarvoor we dan ook extra gaan, wat het zijn moet. En verzet je dan dat te combineren ook nog, vielleicht nog hem daar een programma maken en tegelijk deze beroding maken. Maar we kunnen niet alles, we kunnen niet alle wijn handvoeren, we kunnen niet alles afdaten. Hoeveel Mobilsaft zet bedacht is nu, der Rüd vor? We hebben 2 im Moment. De Norbert Wall met zijn vrouw, die weer 4 jaar nach hem Einsatz, die besuchte mij de estancias, wanneer er Nachfragen wäre, oder fuhren auch mal nach, wo das Schlatt nicht verhängt, und so die Menschen da besitzen. Dit jaar heeft het een nieuwe equipo, de Norbert maakt wieder en zijn vrouw is in consejeria. En de Norbert kriegt dann noch een compañero. Dat is nog niet ganz klar, da würde ich den Namen hier nicht erwähnen wollen, aber das sind 2 Equipos eigentlich was Rüd vor. Ja? Ja. Und wir sind mal ja wieder in die Siedlungen. Aber man wird keine 10 Equipos haben, wenn die finanzielle Unterstützung da wären, die Menschen, die würden alle Arbeit haben. Aber noch viel mehr. Noch viel mehr. Oh, ja. Also das heißt, Menschen, Weil man für jeder Tag kann eine Beleitung sein. Ja? Ja. Dann wird das geistliche Leben in meiner Meinung sehr gut aufgedeiht sein, man würde viel machen können und die Menschen da würden sich machen ja viele, die würden mehr mit Schwung dabei sein. Nu ist es vorhin so wie vor einmal haben und dann machen wir den Mut und sie wollen auch weiter. Und dann geht es 2, 3 Monate, was wir da sind, dann war da alles ohne. Ja? Naja, keine Leiterschaft, Ja. oder die Leiterschaft allein ist zu schwach, Ja. weil sie vielleicht zu sehr unter Druck steht. Ja, zoals wie eerst al zeiden, die hebben niet deze programma alle wat we hier hebben in de gemeentes, de Bibelstudium oder Bibelgruppe, dat heeft het dan niet. Ja. Na, dann müssen wir noch mal auch sagen, dass die Bibelunterricht alle durchkommt, ja? Ja. Oder ook, wanneer eine Familie weh wordt in Begleiter, die kunnen dat organiseren, dat van daar hier naar de Bibelschule komen. Dat is immer eine Herausforderung für den. Weil sie moeten, wanneer die eine Arbeit haben, eine feste Arbeit, zum Beispiel eine Mahlstallarbeit, dann haben sie eine feste Arbeit und weil die auch nicht loslassen, weil es ein sicherer Verdienst ist. Ja? Ja. Wenn sie da einmal rauskommen, sind sie sich nicht sicher, ob sie nachher wieder ankommen. Ja. Das ist manchmal ein Grund, warum sie nicht zur Bibelschule wollen. Also es fehlt manchmal da auch verhandeln mit den Patronen so. Der geht nicht 3 Jahre weg, aber wenn ich habe einmal will, die Oder auch das beetje Geld, was fehlt in der Bibelschule nennen. Ja? Ja. Das haben sie auch nicht. Also die Mission hier im Chaco und in Indiana ist noch mal am Anfang. Noch über 50 Jahre. Das ist nicht, dass man verachtet, was alles getan worden ist. Da hat sich viele Menschen abgeopfert. Und aber was noch vor uns steht, das ist ein sehr, sehr großes Arbeitsfeld hier im Chaco, in Paraguay, wo immer wir sind, wie plötzlich Gott hat uns eine Möglichkeit gegeben,
dem deine, wir haben eine Berufung, dem Namen Jesu wieder zu sagen. Und das ist, glaube ich, eine Gelegenheit, die wir nu haben. Hier in Occidental gibt Ja. es circa 60.000 Indianer. Circa 60.000 Indianer. Und wir haben auch eine große, man sagen, Kapazität, uns zu organisieren. Das sei wir in der Wirtschaft, das sei wir in der Kooperative, das sei wir, wenn wir unsere Produkte in der Welt anbieten. Alle Achtung. Weil wir doch diese gut auch ansetzen. Dass jeder Mensch im Chaco, die 60.000 Indianer und alle anderen auch, ein Glas frisches Wasser vom Evangelium kriegt. Ein Bett von der Leib Gottes spürt. Manchmal ist ein Handdruck, ein Umarmung, ein zur Hand setzen, wenn wir Lieder da eine Stunde bei ihm setzen. Mehr als 10 Predigten. Jeder von uns, jeder von den Tauschgästen, wir haben alle was zu geben. Und mehr zu geben als Beizen und Hamde und ein Bett eten, damit er vom Hof geht. Leef für die Menschen, die nood sind. Gott hat so die Welt gelebt, dass seinen Sohn Jesus Christus gab. Weil wir daran beten. Herr Jesus, wir beten dir, dass du uns Leben gibst. Leben für die Menschen, die wir nicht kennen. Leben für die Menschen, die hier im Chaco leben, die in Not sind, für die Indianer. Tausende, Zehntausende um uns herum, Herr, die nicht kennen. Gib uns ein brennendes Hort und schenk uns die tiefe Überzeugung, dass jeder von uns was da zu tun kommt. Das bete ich in deinen heiligen Namen, Jesus. Amen. Dankeschön, dass du hier bist, Arthur. Schön, allen Gottes sehen. So Gott will, eine Woche sind wir hier bei RSC mit dem Terran Mathe.